Boah, das ist jetzt eine Anscheißerfrage. Jetzt bin ich auch ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Nein, ich bin ja kein Clown. So, Assan, wie geht's? Gut, Ja? und selbst? Auch gut, danke. Freust du dich auf den Trainingstag? Nee. Wie, nee? Nee, Spaß. Ja. Auf jeden Fall. Okay, wir haben von den Fans Fragen eingeholt für dich. Bist du schon gespannt? Sehr. Sehr gespannt. Als allererstes kommt eigentlich immer die Frage, es geht um Routinen. Routinen? Jetzt sind wir heute früh dran. Training ist früh. Wie sah jetzt dein Morgen heute aus? Also ich bin original vor 10 Minuten aufgestanden. Dann habe ich fertig gemacht und bin runtergekommen. Zähne geputzt? Ja, okay, dann ist natürlich. alles gut. Dann ist alles gut. Nein, lass uns vorstellen, heute wäre Spieltag. Spieltag? Wie ist denn deine Routine am Spieltag? Also von früh bis es losgeht. Ja, jetzt kommt es drauf an, wann das Spiel ist, ne? Lass uns sagen, Samstag 15:30 Uhr, Classy, Klassiker. Bundesliga. Ja, ich würde sagen, ich stehe so um 9 Uhr auf. Dann frühstücke ich meistens. Immer Rührei mit Brot. Eigentlich fast immer. Ja, dann chill ich eigentlich noch so eine Stunde 30 zu Hause. Ich glaube, wir treffen uns immer so gegen 11 im Stadion, um da unsere Autos abzustellen. Ja, dann fahren wir halt gemeinsam vom Stadion rüber. Danach sitzen wir noch mal mit ein paar Jungs immer an den Tisch und quatschen noch ein bisschen über den Tag heute. Ja, danach ist eigentlich auch schon Besprechung. Fahren dann ins Stadion und dann das Spiel, ne? Aber du hast nichts irgendwie was ganz Besonderes, was du immer gleich machst. Also ich weiß nicht, ob ihr auf irgendwas Spezielles gehofft habt jetzt, aber ich habe eigentlich nichts Spezielles. Ist auch Nein. gut. Dann kannst du zumindest den Erfolg oder Nicht-Erfolg nicht an irgendwas Kleinerem So. festmachen. Gibt ja, wenn man dann immer an irgendwas gebunden ist. Wenn du mit ein paar Jungs dann Quatsch erzählst noch am Tisch beim Mittagessen, wer sind da so die um dich herum sitzen? Meistens Baka, Kaste, Benny. Baka, Kaste, Benny, Chad, Tidi. Ja, die Gruppe. Bansu auch noch dabei. Okay, einige. Ja. Einige. Wer ist denn dein bester Freund im Team? Kannst du da eine Person nennen? Boah, das ist jetzt eine Anscheißerfrage. Ich nenne mal... Nein, das ist scheiße. Okay, wenn ich einen nennen müsste, wahrscheinlich Tidi. Tidi, cool. Ich hätte gedacht, du nennst jetzt irgendjemanden, wo du am meisten Angst hast, dass er sauer auf dich sein könnte. Das hätte Ja, aber ich will eigentlich auch Benny und ganz viele andere nennen. Ist okay, kannst noch mehr. Benny, Baka, Kaste, Toni, Chad. Viele beste Alle, Freunde. ja. Super. Wer würdest du aber sagen, ist der lustigste aus dem Team? Der lustigste, würde ich sagen, Chad, das ist schon echt ein Comedian. Okay, aber auf Französisch dann? Ja. Stark. Und andersrum sagen deine Mitspieler häufig, dass sie lachen müssen, wenn sie dich nur sehen. Was sagst du dazu? Wenn sie mich nur sehen? Ja. Nein, ich bin ja kein Clown. Ich weiß nicht, ich glaube, die freuen sich vielleicht einfach so, dich zu sehen, oder? Ja, freuen ist das was anderes als lachen. Wir fragen die Jungs nochmal, wer da so denkt. Du bist jetzt 20 geworden. Ja. Immer noch junges Alter. Natürlich gibt es auch ein paar, die jünger sind als du im Team, aber gehörst schon eher noch zu den Jüngeren. Wie ist das so? Wie fühlt sich das für dich an? 20 ist, jetzt bin ich auch ein bisschen Ank, muss ich ehrlich sagen. Was bist du? Ank. Was heißt das? Onkel. Ank. Okay, schau, das sagt man mit 20 halt. Ank. Ja, keine Ahnung, wie viele Jahre habe ich noch als Youngster? 2? Ja, vorbei. bei uns wahrscheinlich schon. Aber genieß es, oder? Ja, schon. Ja, wenn man älter ist, wird man ja auch ein bisschen ernster genommen überall. Von daher ist es auch nicht so schlecht. Trotzdem wäre ich natürlich gerne für immer jung. Wir haben jetzt gerade gesagt, also du bist zwar noch jung, bist aber schon seit 2 Jahren jetzt bei uns. Ja. Was hast du gelernt bisher in deiner Zeit in Leipzig? Ja, ich hatte ja das Pech, dass ich sehr verletzungsgeplagt war in den 2 Jahren. Da konnte ich eigentlich relativ viel lernen, auch über meinen eigenen Körper, was mir gut tut, was mir vielleicht nicht so gut tut. Natürlich war das Ganze auch mental nicht so einfach, aber das hat mich auch stärker gemacht und ja, irgendwo auch geprägt, dass ich jetzt auch der Spieler bin, der ich bin. Du hast jetzt gerade angesprochen, viele Verletzungszeiten von dir.
Was hat dich da motiviert, irgendwie immer dran zu bleiben, weiterzumachen und auch immer dran zu glauben, dass es wieder gut wird? Ja, also meine Familie war da auch sehr, sehr hinter mir. Das hat mir viel Kraft gegeben, mich stärker gemacht. Ja, und irgendwo wollte ich es mir natürlich auch selber beweisen, dass ich es kann. Ja. Das war so das Ding in erster Linie. Also ich war jetzt nicht irgendwie down, ja, weil andere Leute sagen irgendwie, ich bin verletzungsanfällig, sondern einfach, weil ich es mir selber beweisen wollte, dass ich es kann. Dann hast du diese Saison auch endlich dein erstes Tor für RB Leipzig geschossen. In der Hinrunde gegen Köln müsste es gewesen sein. Erinnerst du dich noch dran? Ja, Was war das für ein Tor? Ecke David, Kopfball Romelu. Ich glaube, der Torwart hält ihn erst. Und Dann landet der Ball bei mir und ich nehme ihn mit dem Oberschenkel an und schieße ihn dann übers Tor rein oder über den Torwart rein. Weißt du noch, was dir da dann durch den Kopf ging bei deinem ersten Tor für RB Leipzig? Erleichterung, Freude, das war ja auch bei meinem Startelfdebüt, deshalb war ein geiler Tag. Und dann ja, ging jetzt auch so die Saison richtig ins Laufen für dich. Klar, wir hatten noch mal einen kleinen Rückschlag bei dir, der dich down, würde ich sagen, du warst ziemlich down zu der Zeit. Ja, natürlich. Ist es vergleichbar zu dem, was du jetzt eben schon gesagt hast, wie du dich so gefühlt hast in der Verletzungszeit? Oder war das auch noch mal ein anderer Moment für dich in der Saison? Ja, ich würde sagen, also Verletzungen sind natürlich immer blöd, aber ich sag umso blöder, wenn es gut läuft, macht es Sinn. Und das war halt eigentlich so die beste Phase. Und in der besten Phase habe ich mich halt verletzt und das war natürlich nicht so cool. Deshalb war ich da schon echt down, muss ich sagen. Du sagst beste Phase, wahrscheinlich auch wegen der Nationalmannschaft. Sprechen wir gleich drüber. Erst nochmal zu unserem Team, zur Bundesliga. Kam auch die Frage, wie gehst du dann mit Niederlagen um? Also bezogen war das jetzt tatsächlich auf das Spiel hier bei der Frage gegen Leverkusen. War, glaube ich, nochmal eine bittere Niederlage, weil wir da schon sehr dolle diesen Sieg wollten, um die Champions League klar zu machen. Aber wie gehst du persönlich mit Niederlagen um? Ja, wie gehe ich denn mit denen um? So Bist du danach, willst du, dass niemand mit dir redet? Brauchst du irgendwas danach? Ja, eigentlich brauche ich nichts, aber ich sag, man sollte eigentlich so schnell wie möglich damit abhaken, weil ändern kann man sowieso nicht mehr. Wenn man noch zu viel drüber nachdenkt, keine Ahnung, kann das einen so die nächsten Tage hemmen oder ja, schlechte Laune verbreiten. Von daher schließe ich eigentlich so schnell wie möglich immer damit ab und dann direkt Fokus aufs nächste Spiel. Sehr gut, so machen wir das. Und letzte Frage noch zu jetzt hier unserem Team. Warum trägst du bei uns die Nummer 20? Wo ich gekommen bin, war das die einzige Nummer, die ich irgendwie noch ein bisschen cool fand. Ja, deshalb eigentlich nur, also keine Backstory dazu. Aber wenn du das ganz frei auswählen könntest, welche würdest du dann bevorzugen? Welche Nummer? 43 finde ich cool, weil es dann meine erste Nummer war, auf Schalke damals. Die war nicht frei damals, als du gekommen bist? War nicht frei, aber ich fand sie dann am Ende trotzdem ganz cool. Okay. Ja, 43, aber die konnte ich nicht nehmen. Deswegen. Nächste Saison wird dich, denke ich, was erwarten, was dich sehr freut. Und zwar Schalke steigt auf. Wie sehr freust du dich auf die Begegnung in der Bundesliga? Sehr natürlich, ne? Ja, weil in erster Linie zwei meiner besten Freunde dort spielen. Wer? Und ja, ich will es denen auf jeden Fall zeigen. Aber ne, ich habe da 10 Jahre verbracht und ja, der Verein ist jetzt natürlich auch da, wo der hingehört. Wird auf jeden Fall ein geiles Spiel auswärts und daheim, weil ich natürlich viele Leute da kenne. Vor allem, wenn wir dort spielen, brauche ich, glaube ich, ganz, ganz viele Karten. Freut mich auf jeden Fall sehr. Cool. Wer sind es deine 2 besten Freunde dort? Vitali Becker und Mertcan Ayhan. Okay, wir sind gespannt. Wir freuen uns auf die Begegnung. Yes. Nationalmannschaft, du hast es eben schon angesprochen. Du hattest eine Phase, die sehr, sehr gut bei dir lief. Und ich schließe jetzt einfach mal darauf, das war auch im November, als du dein Profidebüt in der Nationalmannschaft sogar in Leipzig gegeben hast. Was war das für ein Gefühl für dich? Ja, war eigentlich das perfekte Debüt. Ne? WM-Quali klar gemacht, Debüt plus Tor. Besser geht's eigentlich gar nicht. War so, glaube ich, mit so bis jetzt in meiner noch so jungen Karriere, glaube ich,
der beste Moment. Dann hast du tatsächlich. gerade noch eine Frage mitbeantwortet, weil schönster Moment der Karriere kam auch. Top. Sehr gut. Ja, tatsächlich hier, wie war es also zum ersten Mal für Deutschland aufzulaufen? Und kannst du mich grüßen, fragt der Peter. Peter, viele Grüße. So machen wir es. Dann habe ich mir das Tor ja auch nochmal, also ich habe es live im Stadion gesehen. Warst du und im hab's Stadion mir, oder was? Ich war im Stadion. Natürlich du und auch Riedle, David konnte ich mir ja nicht entgehen lassen. Und dann noch dein Tor zu sehen. Der Paul fragt, war nicht der Paul, der Joe fragt, Ja. war das denn eigentlich gewollt oder ungewollt? Warst du da ein bisschen überrascht in dem Moment oder war es genauso dann gewollt, das Tor? Ja, also man muss ja sagen, vorher wurde das sehr gut rausgespielt tatsächlich, so mit One-Touch-Pässen und so weiter. Und was heißt gewollt? Also man spielt ja immer irgendwie, um zu gewinnen und um zu treffen. Aber dass das dann so schnell geht, habe ich auch nicht erwartet. Und dann lag der Ball halt dort. Dann überlegst du nicht zweimal, ne? Einfach drauf. Was heißt gewollt? Das ist einfach so gekommen, Ja. ne? Sehr gut. Was ist denn dein größter Traum in deiner Karriere? Also den schönsten Moment bisher hast du uns eben schon beschrieben. Gibt es was, wovon du noch träumst? Keine Ahnung, vielleicht mal so die Champions League zu gewinnen oder WM zu gewinnen. Gut, machen wir mit. Hast du ein Vorbild aus der Kindheit? Im Fußball? Kannst alles sagen. Eigentlich nicht. Also in beiden nicht. Also jetzt im echten Leben eigentlich nicht. Und Im Fußball- echten Leben. Ja, also okay. Außerhalb vom Fußball nicht und im Fußball eigentlich auch nicht. Okay, also kein Vorbild, kein Idol, jemand, nach dem du mal geschaut hast. Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht eine andere Frage, wo man auch schauen kann, ob das jemand ist, der dich inspiriert hat. Hier kam die Frage, ob du einen All-Time-Lieblingsteamkamerad hast. Also es muss nicht von aktuell sein, du musst niemanden jetzt enttäuschen. Du kannst einfach einen Namen sagen, wenn dir dazu was einfällt. Alltime Lieblingskameraden. Ja. Ich muss, glaube ich, so meine U17-Mannschaft hervorheben. Wir wurden damals deutscher Meister und das war schon echt ein sehr, sehr lustiges Jahr. Ja, mit allen. Das war so, vielleicht nicht mein Lieblingskamerad, aber vielleicht meine Lieblingsmannschaft, weil das schon echt lustig war. Bist du da noch mit vielen im Austausch? Ja, schon. Okay, sehr gut. Dann interessierst du dich eigentlich auch für andere Sportarten? Hier wurde jetzt explizit nach Basketball oder American Football gefragt. Also Basketball schaue ich immer mal wieder rein. Was heißt interessieren? Also ich gucke eigentlich immer nur die Ergebnisse. Vielleicht Formel 1 gucke ich mir auch immer die Platzierungen an. Aber jetzt so richtig reinfuchsen und bis 3 Uhr wach bleiben, um die Spiele zu gucken, das mache ich nicht. Würdest du da dich auch mal selbst ausprobieren, was zu spielen davon? Basketball, ja, würde ich probieren, aber es ist halt auch so anstrengend. Meinst du, es ist anstrengender als Fußball? Andere Belastung, weil das Feld ist natürlich viel kleiner und dann hast du viele kleinere Bewegungen, das ist schon echt anstrengend. Aber ne, ich bin schon ganz happy mit Fußball. Alles richtig gemacht. Das eine sind die Sportarten sozusagen, wie du sagen würdest, im echten Leben. Spielst du auch Videospiele und wenn ja, was? Ja, weniger tatsächlich mittlerweile. Früher schon mehr. Also wenn FIFA eigentlich immer rauskommt, spiele ich es zu Anfang. FIFA, vielleicht auch Call of Duty. NBA, wenn es rauskommt, spiele ich auch. Aber immer nur, keine Ahnung, die ersten paar Wochen und dann ist es auch wieder vorbei. Also früher schon mehr, wo ich jünger war. Natürlich so Fortnite und so. Aber ist auch weniger geworden. Würdest du sagen, also ihr spielt ja vielleicht auch mal untereinander im Team, EAFC, wer ist da der Beste im Team? Der Beste, da würde ich schon sagen, ich trotzdem. Ja? Ja. Okay. Also ich würde sagen, Chad oder ich. Also wahrscheinlich wollen Toni und so hören, dass die es sind, aber ne, Toni ist nicht und Brian sowieso nicht. Ich würde schon sagen, Chad oder ich. Okay, gab es da schon mal eine Partie zwischen euch oder müssen wir das nochmal ausspielen, wer jetzt wirklich Gab der schon, Beste ist? also gegen Chad habe ich schon gespielt, unentschieden. Okay, ich muss sagen, er hat gewonnen. Bei 3 Spielen hat er zweimal gewonnen, ich habe einmal verloren. Jetzt kommt's raus Aber hier. ich war tatsächlich der bessere Spieler, würde ich sagen. Also das bessere Team gewinnt ja nicht immer. Gegen Toni habe ich auch gewonnen. Benny ist auch nicht schlecht, muss ich sagen, aber der Rest ist
brauchen wir nicht drüber reden. Ist nichts, ne? Brian sowieso nicht, ist mein Highlight. Ich glaube, das schneiden wir ihm nochmal raus. Ja. Dann Könnt ist ihr er machen, sauer. könnt ihr ihm schicken. Was war, ganz anderes Off-Topic, anderes Thema. Was war das schönste Fangeschenk, was du bisher bekommen hast? Schönste Fangeschenk? Wir haben ja öffentliches Training regelmäßig. Ich weiß, dass da auch immer die Fans was mitbringen. Vielleicht erinnerst du dich da an irgendwas? Boah, ich habe mal so eine Bueno-Packung bekommen. Die war schon echt top, muss ich sagen. Ich glaube, ab jetzt werden nur noch Schilder im Stadion für dich gemacht, so wie mit David mit den M&M's kriegst du jetzt, tausche, Aslan, kann ich dein Trikot haben, tausche gegen Bueno. Ja, ist ein Deal. Ist ein Deal, oder? Ja, ihr habt's gehört. Es gab nämlich auch viele Fragen, ob du nicht dein Trikot verschenken kannst, aber ich würde sagen, mit so einem Schild haben sie gute Chancen. Yes. Hast du, okay, wir sind schon ein bisschen beim Thema, aber hast du ein Lieblingsessen? Essen? Jetzt normales Essen oder meinst du jetzt so mäßig Cheat Day? Lass uns beides sagen. Erstmal das, was von Pia abgesegnet wäre, wo du sagen würdest, das ist gesund und das schmeckt mir richtig gut. Und dann haben wir noch ein Cheat Meal. Nein, also so normales Essen habe ich eigentlich gar kein Lieblingsessen tatsächlich. Auch gut. Hauptsache bunt der Teller, oder? Habe ich gelernt. Ja, vielleicht. Okay, Cheat und dann ein Cheat Meal. Hast du da einen Lieblings? Ja, vielleicht ein Döner oder so. Döner ist gut. Gibt es auch viele gute in Leipzig. Was ist dein Favorite Skill Move? Skill Move. Übersteiger. Übersteiger, classy. Ist das classy? Ich finde, Übersteiger ist ein classy Move. Den kann sogar ich. Ja, dann. Aber ist gut. Aber ja, das heißt, Übersteiger. also, wenn es funktioniert, ist doch super. Hast du einen Spitznamen? Wie wirst du von deinen Freunden genannt? Assan. Assan, Ja. gut. Haben wir auch mal geklärt. Und dann, wir sind jetzt gleich da, deshalb würde ich sagen, so langsam die letzte Frage. Wenn du an Urlaub denkst, was ist dein perfekter Urlaub? Berge, Meer, Strand, Sport machen? Ich würde schon sagen, auf jeden Fall Strand, Sonne, Sport auch nicht schlecht. Also ein noch? Mix. Ja, also Strand ist schon das Wichtigste eigentlich. Also vielleicht kommt es auch mit dem Alter, aber ich könnte jetzt nicht irgendwo in die Berge und das Urlaub nennen. Auf jeden Fall irgendwas mit Entspannung. Okay, Entspannung am Strand, sehr gut. Dann Aslan, du hast sehr viele Fragen beantwortet. Lieben Dank dir dafür. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Yes. Vielen Dank. Liebe Grüße an alle, die zuschauen. Ciao. Schönen Trainingstag dir. Dankeschön.